Hi, ich bin Simon und ich möchte dir in diesem Video die Mentalität Zyniker nach den Archetypen der Seele von Werner Hasselmann und Frank Schmollke zusammenfassen. Deine Mentalität ist deine Wahrnehmung deiner individuellen Realität. Zum besseren Verständnis des Kontextes empfehle ich dir, mein Einführungsvideo in die Mentalitäten anzuschauen. Zynismus ist eine unfreundliche Art, die Wahrheit zu sagen. Lillian Hellman. Das Wesen der Dinge hat die Angewohnheit, sich zu verbergen. Heraklit. Ich bin durchaus nicht zynisch. Ich habe nur meine Erfahrungen, was allerdings ungefähr auf dasselbe hinauskommt. Oscar Wilde. Die Mentalität Zyniker ist die dritte der 7 Mentalitäten. Sie befindet sich in der Spalte der Energie 3, deswegen gehört sie zur handlungsorientierten, mutigen und kämpferischen Grundenergie 3. Zudem liegt sie genauso wie die gegenteilige Mentalität Realist auf der Aktionsebene. Bei der Mentalität Zyniker geht es somit um Aktivismus und Handlungen. Alle Archetypen der Energien 1, 2 und 3 sind weiblich und somit ist auch diese Mentalität der weiblichen Dualität zugeordnet. Weibliche Mentalitäten wirken etwas introvertierter und nach innen gewandter als männliche Mentalitäten. Ich werde jetzt ein paar Fakten zur Mentalität Zyniker aufzählen. Interessiert dich deine Mentalität? Kannst du ja mal schauen, ob du mit den Ausführungen in Resonanz gehst. Ist deine Seelenrolle Krieger, wirst du dich vermutlich in einer abgeschwächten Form von dieser Mentalität angesprochen fühlen. Sie ist dir der kriegerischen Energie 3 zugeordnet. Die Seelenrolle Krieger zeichnet sich dadurch aus, dass sie angriffslustig ist, sich aktiv auseinandersetzt und überzeugen möchte. Es gibt nicht wenige Menschen, die die Einstellung von Zynikern als destruktiv und schädlich verurteilen. Die Mentalität Zyniker ist aber genauso wichtig und wertvoll wie alle anderen Mentalitäten. Menschen mit der Mentalität Zyniker möchten Wissen mit Wahrheit und Wirklichkeit in Einklang bringen. Deswegen sind sie sehr kritisch gegenüber jeglichem Vermuten, Hoffen und Glauben. Sie verstehen nicht, wie man an etwas glauben kann, was man nicht zu 100% sicher weiß. Also ziehen sie es vor, nichts zu wissen. Aus dem Standpunkt des Nichtwissens kritisieren sie dann die Positionen anderer. Also nochmal in einem Satz zusammengefasst. Ihre Strategie ist es, eine tiefere Gewissheit über Nichtwissen zu erlangen. Die Mentalität Zyniker ist deutlich aktiver als die Mentalität Skeptiker. Sie äußert sich durch Bohren, Stochern und Angreifen. Menschen mit dieser Mentalität geben erst dann Ruhe, wenn sie einen Beweis oder eine zufriedenstellende Antwort bekommen haben. Sie stellen nicht nur Fragen, sondern verneinen und provozieren auch. Menschen mit der Mentalität Zyniker glauben nicht, dass das Sein einfach strukturiert und offensichtlich ist. Für sie ist es natürlich, dass Wahrheit und Wirklichkeit von verschiedenen Standpunkten angesehen werden können. Ihnen ist die Vorstellung überhaupt nicht fremd, dass es mehrere Wahrheiten gibt. Die Mentalität Zyniker hat den Minuspol herabsetzend und den Pluspol kritikfähig. Menschen im Minuspol herabsetzend glauben in ihrer Angst, dass sie überhaupt nichts wissen können. Ihr Nichtwissen hat sich endgültig bestätigt. Sie lassen nichts gelten, was sie überzeugen könnte. Dadurch verlieren sie den Boden unter ihren Füßen. Sie könnten die Welt dafür hassen, dass sie keine Gewissheit finden. Menschen in diesem Minuspol leugnen die Existenz dessen, was sie eigentlich mal für wertvoll hielten. Es gibt nichts Lebenswertes, Wissenswertes und Liebenswertes. Alles ist unwichtig, überflüssig und vergeblich. Sie glauben, dass nur sie die einzig richtige Weltsicht vertreten. Sind ihre Mitmenschen mit ihren Einstellungen glücklich, versuchen sie dieses Glück schlecht zu machen. Sie haben an allem etwas auszusetzen. Menschen in diesem Minuspol kritisieren jeden, auch sich selbst. Sie könnten versuchen, andere um jeden Preis zu überzeugen. Dann fügen sie ihnen möglicherweise Verletzungen zu. Mit ihrer Haltung kämpfen sie ums Überleben und retten sich vor dem Untergang.
Ihre Mitmenschen sind Feinde, die Sie auf das Glatteis der Gewissheit locken möchten. Menschen im Pluspol kritikfähig sind ihren Mitmenschen auf liebevolle Art und Weise zugewandt. Sie konfrontieren sie mit Fragen. Dadurch rütteln sie andere auf und bringen diese zum Nachdenken. Ihre Intention ist authentisches Erkenntnisinteresse. Menschen in diesem Pluspol überprüfen alles, was sie sehen. Sie überzeugen sich, ob es wirklich so ist, wie es scheint. Erst dann können sie daran glauben. Sie bilden eine Kritikbereitschaft aus, auch in Lebensbereichen, die sie für schädlich, verlogen und unklar halten. Menschen in diesem Pluspol haben die Fähigkeit, Selbsttäuschungen und tiefgehende Widerstände freizulegen. Dadurch können sie ihren Mitmenschen weiterhelfen. Ich zitiere die Quelle: Ein zynischer Mensch hat stets ein virtuelles Messer zur Hand. Damit kann er sowohl schneiden, um zu heilen, als auch stechen, um zu töten. Er schneidet alles fort, was krank macht und wuchert und nicht zum Eigentlichen des Menschen gehört. Er ist ein großartiger mentaler Chirurg und trägt damit zur Gesundung der Menschheit bei. Da Menschen sich jedoch vor ihm und seinem Messer fürchten, werden sie ihm nur vertrauen, wenn er seine Schnitte mit ruhiger und liebevoller Hand führt. Und wenn er bereit ist, die Wunden, die er aus gutem Grund zufügt, wieder zu schließen. Dann wird er von all jenen aufgesucht werden, die sich von Überflüssigem und Schädlichem befreien wollen, die Wahrheit über sich erfahren möchten und wünschen, zu ihrer unmaskierten Echtheit vorzudringen. Zitat Ende. Hast du die Mentalität Zyniker oder glaubst du sie zu haben? Welche Erfahrungen hast du bis jetzt mit der Mentalität Zyniker gesammelt? Kommentiere das gerne unter dem Video. Mich würde auch interessieren, wie du das Video fandest und was ich nochmal näher erläutern könnte. Beispiele für bekannte Persönlichkeiten mit der Mentalität Zyniker sind Helmut Schmidt, Alice Schwarzer und Thomas Gottschalk. Für mehr Informationen zu den Mentalitäten empfehle ich das Buch Archetypen der Seele von Wada Hasselmann und Frank Schmoike und zur Erkundung deiner Mentalität das Archetypenhandbuch. Auf der Webseite www.septana.de findest du Trance-Medien, die dir deine Mentalität und andere Archetypen ermitteln und dich darüber hinaus noch beraten können. Auf der Webseite www.seelenakademie.org gibt es weiterführende Informationen, Materialien und Möglichkeiten des Austauschs. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn du unter dem Video auf Gefällt mir drückst und es mit anderen teilst. Wenn du noch mehr Videos zum Thema Seelenlehre und Archetypen der Seele anschauen möchtest, abonniere gerne den Kanal. Schön, dass du dabei warst. Dein Simon.